Heute geht es um die sogenannte aktive Fiebertherapie. Hallo, mein Name ist Dr. Rainer Probst. Ich habe eine Praxis in München, die vielfach mit komplementärer und alternativer Onkologie arbeitet. Und ich habe Erfahrung mit verschiedenen Therapien. Eine dieser Therapien ist die sogenannte aktive Fiebertherapie. Bei der aktiven Fiebertherapie versucht man, dem Körper quasi anzuregen, dass er einen hochfieberhaften, infektähnlichen Krankheitszustand erreicht, um dann möglicherweise dem Immunsystem die Krebszellen angreifen zu lassen. Das bedeutet, dass man Substanzen verabreicht, die in der Lage sind, den Körper dazu anzuregen, Fieber zu erzeugen. In der Hoffnung, dass das Immunsystem auch die Krebszellen angreift. Die aktive Fiebertherapie wurde vor allem durch den amerikanischen Arzt William Coley bekannt, der in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts in den USA, in der Nähe von Chicago, lebte und in einer Sarkomklinik arbeitete. Sarkome sind Krebserkrankungen, die vom Bindegewebe ausgehen oder auch vom Knochen und die zu den bösartigsten und am schwersten zu behandelnden Tumoren gehören. Auch damals war diese Krebserkrankung nur durch radikale Operationen bei manchen Patienten in den Griff zu kriegen. William Coley, der als junger Arzt dort arbeitete, sah die desaströsen Misserfolge der Medizin und als die Verlobte seines besten Freundes an einem Sarkom tatsächlich erkrankte, versuchte er alles, um ihr zu helfen. Er ging in die Archive und suchte nach irgendwelchen Fällen, bei denen diese Sarkomerkrankung geheilt wurde. Tatsächlich fand er einen einzigen Fall, einen italienischstämmigen Amerikaner mit einem Tumor im Kopf-Hals-Bereich, der so stark zugenommen hatte, dass der Patient fast nicht mehr schlucken konnte und auch fast keine Nahrung mehr aufnahm. Ein riesiger Tumor am Hals. Damals war in den Krankenhäusern eine Infektion mit Streptokokken gefürchtet und auch häufig. Es gab ja keine Antibiotika. Und tatsächlich infizierte sich dieser Patient nun an einer offenen Stelle im Tumor mit den Streptokokken. Er entwickelte daraufhin über Tage höchstes Fieber, über 40 Grad, was lebensgefährlich war, aber das Resultat war, dass der Tumor jeden Tag kleiner wurde und irgendwann komplett verschwand und der Patient wurde tumorfrei aus dem Krankenhaus entlassen und starb viele, viele Jahre später dann an einer ganz anderen Krankheit, an einem Herzinfarkt. Für William Coley war es der Startschuss für die Behandlung mit Bakterien gegen Krebs. Damals war das ein wirklich verwegenes Abenteuer. Wurde ein Patient operiert und hatte danach eine Streptokokkeninfusion, ging William Coley quasi mit den Wundverbänden von dem infizierten Patient zu dem Krebspatient mit einem Sarkom und legte dann die Wundverbände quasi auf diese Krebsstelle. Es erfolgten heftige Infektionen und immer wieder konnte William Coley sehen, dass die aktive Fiebertherapie mit lebenden Bakterien Krebserkrankungen heilen konnte. Er dokumentierte über 700 Krebsheilungen. Andere Kollegen und ich versuchten nun über Jahrzehnte
das nachzuahmen, was William Coley gemacht hat, allerdings mit abgetöteten Bakterien, weil wir natürlich die Patienten nicht absichtlich infizieren wollen. Bei dieser Form der aktiven Fiebertherapie spritzen wir abgetötete Bakterien in die Blutbahn. Das Immunsystem reagiert darauf. Es beginnt nach einer Stunde ungefähr ein Schüttelfrost und das Fieber steigt an, manchmal auch über 40 Grad. Tatsächlich sind die Erfolge durch die aktive Fiebertherapie überschaubar. Woran könnte das liegen? Warum hatte William Coley 700 gut dokumentierte Krebsheilungen und wir hatten wenige Erfolge? Ab und zu sah ich tatsächlich eine hohe Effektivität der Fiebertherapie. Ein Fall ist nun schon seit über 20 Jahren geheilt, eine Patientin mit metastasiertem Brustkrebs, die seitdem tumorfrei ist. Was war nun der Unterschied zu anderen Patienten bei dieser Patientin? Diese Patientin hatte vorher Chemotherapien durchgeführt, die die Tumormasse reduziert hatte auf ungefähr 20%. Der Tumor war nicht weg. Metastasierte Karzinome sind ja durch Chemotherapie nicht heilbar. Im Anschluss führten wir ungefähr 30 Fiebertherapien durch und die Tumormasse nahm immer mehr und mehr und mehr ab. Und am Schluss war die Patientin tumorfrei und ist es bis zum heutigen Tag geblieben. Ich hatte weitere Patienten, die sich während einer Chemotherapie mit aktiver Fiebertherapie behandeln ließen. Und auch dort sah ich Erfolge. Was ist nun der Unterschied zwischen anderen Patienten und diesen Patienten? Und was ist die Ähnlichkeit zu der Behandlung mit William Coley? Letztes Jahr bin ich auf die Idee gekommen, woran das liegen könnte. In beiden Fällen werden Krebszellen zerstört und man aktiviert dann das Immunsystem. Durch die Infektion mit Bakterien im Tumorgewebe gibt es eine aktive Zerstörung der Tumorzellen bei gleichzeitiger Stimulierung des Immunsystems. Bei einer Chemotherapie werden ebenfalls Tumorzellen zerstört und danach eben mit der aktiven Fiebertherapie aktiviert. Bei einer photodynamischen Therapie werden auch Tumorzellen zerstört und bei anschließender Immunstimulierung kann es eben sein, dass der Körper die Krebszellen überall angreift. Der Schlüssel ist also, Krebszellen zerstören und dann das Immunsystem zu stimulieren, zum Beispiel mit einer aktiven Fiebertherapie. Die aktive Fiebertherapie in der Form von abgetöteten Bakterien ist eine sichere Methode, die viele 10.000 Male auch versucht wurde. Und es ist wichtig, dass solche Methoden erforscht werden. Ich stelle immer wieder in meiner Praxis fest, dass auch bei anderen Behandlungen oft Fieber entsteht. Wenn wir Krebspatienten behandeln, das Immunsystem in irgendeiner Weise aktiv wird, dann können die Patienten auch fieberhafte Symptome dabei entwickeln, die man dann unterscheiden muss natürlich von ernsthaften Infektionen. Und ich sehe regelmäßig, dass Patienten dann von diesen Fieberschüben auch profitieren. Unsere Gesellschaft International Cancer Corporation, www.icc.health, ist eine Organisation, die versucht, über Spenden so gute finanzielle Mittel aufzutreiben, dass wir Forschung betreiben können in diesen wichtigen Feldern, abseits vom Mainstream der Schulmedizin. Informieren Sie sich weiter. Auf diesem Channel gibt es schon mehrere Videos und es kommen weiter Videos dazu. In diesem Sinne, bleiben Sie gesund, Ihr Dr. Rainer Probst. Es gibt keine Patienten, es gibt keine Therapeuten, es gibt nur Menschen.